Servus zusammen, Marcel's Kitchen is back. Endlich. Ich habe lang keine Zeit mehr gehabt, ein Kochvideo zu drehen mit meinen ganzen Eishockey-Videos und Arbeit als Eishockey-Coach. Schaffe ich es einfach nicht so oft, wie ich möchte, aber heute endlich mal ein bisschen Zeit und wir machen einen leckeren indisches Linsencurry, einen Dal, vegan, gesund. Legen wir los. So, gehen wir einfach kurz durch die Zutatenliste. Ich habe hier 300 Gramm rote Linsen, die ich über Nacht eingeweicht habe und ab und zu mal das Wasser ausgetauscht habe. Ich finde, somit kriegt man eigentlich ganz wenige Blähungen von den Linsen. Deswegen mache ich das. Muss nicht unbedingt rote Linsen sein. Gelbe Schaleerbsen funktionieren richtig gut damit. Dann brauchen wir eine Zitrone. Die Zitrone ist relativ klein. Mindestens der Saft von einem halben, aber da sie klein ist, einen ganzen wahrscheinlich. Kreuzkümmelsamen, wahrscheinlich 2 Teelöffel, nicht zum Wechseln mit Kümmelsamen, sonst schmeckt es komplett anders. Dann ein bisschen Koriander, das ist wirklich optional. Wenn man keinen Koriander mag, lass es einfach weg. Stück Ingwer, die ich reiben muss, 3 Knoblauchzehen hier und dann ein bisschen Öl zum Anbraten, Salz und einen Teelöffel Kurkuma. Legen wir los. So, zuerst, ich habe die Linsen und was übrig war von den Linsenwasser, die ich auch ein paar Mal ausgespült habe, zusammen mit 250 Milliliter extra Wasser jetzt in einen Topf reingetan, werde ich aufkochen. Jetzt kommen mein Teelöffel Kurkuma rein und dann auch einfach ein bisschen Salz. Das werde ich zum Kochen bringen und dann werde ich das vielleicht für 20 Minuten lang einfach mal köcheln lassen. Nebenbei werde ich den Koriander schnipseln, Ingwer hier mit der reiben und die Knoblauchzehen schälen und auch mal zerdrücken. Okay, es kocht vielleicht nicht mal 10 Minuten. Ab und zu mal bildet sich erstmal so einen Schaum oben drauf, die ich einfach gerne wegtue. Habe nicht gedacht, dass es so schnell kocht. Aber wenn die Linsen über Nacht eingeweicht sind, dann geht es richtig schnell. Es kann sein, dass ich ein bisschen mehr Wasser reintun werde und dann es ein bisschen länger kochen lassen werde. Aber nicht viel mehr Wasser. Aber ich glaube, das müsste reichen und ich lasse es nochmal ein bisschen kochen. Okay, so während die Linsen kochen, ich habe alles geschnipselt, was ich für später brauche, dann machen wir das Öl mit den Kreuzkümmelsamen und Ingwer und Knoblauch. Das verleiht den Dal einen richtig guten Geschmack. Ich habe 2 Teelöffel von den Kreuzkümmelsamen in etwas Sonnenblumenöl reingetan. Herd ist auf 5 und ich werde jetzt warten, bis die Kreuzkümmelsamen anfangen zu knistern und dann kurz, vielleicht maximal 2 Minuten, den Knoblauch- und Ingwer-Gemisch reintun. Wenn man es ein bisschen schärfer haben möchte, dann kann man gern ein bisschen Cayennepfeffer da reintun oder einen scharfen Chili. So, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Dieses leichtes Knistern, das ist wunderschön. Dann tun wir diesen Gemisch einfach hier rein. So, wo ist mein Holzlöffel? Habe ich vergessen. Und nicht lang kochen. So Minute, 2 Minuten maximal. Wir wollen keinesfalls den Knoblauch anbrennen. So, es hat richtig schön gerochen. Jetzt fängt es an, nicht mehr zu riechen. Das ist dann der Zeitpunkt, wo ich glaube, dass es fertig ist. Ja, riecht nicht mehr so. Also ist fertig. Schnell runter vom Herd. Und dann einfach ein kleines bisschen Wasser drauf tun, damit es aufhört zu kochen, weil wir wollen den Knoblauch keinesfalls anbrennen. Dieses Öl wird dann in den Curry reingehen, sobald die Linsen fertig gekocht sind. Okay, ich habe es ein bisschen länger köcheln lassen, wie erwartet, weil ich einfach zu viel Wasser reingetan habe. Aber jetzt hat es eine richtig schön gute Konsistenz. Wenn es abgekühlt ist,
oder ein bisschen abgekühlt ist, wird es ein bisschen dickflüssiger sein. Jetzt tue ich das Öl einfach rein. Das ganze Knoblauch und Kreuzkümmel zusammen und so reinbringen. Kurz umrühren. Und im Grunde genommen muss ich jetzt nicht lang warten. Ich kann eigentlich den Rest auch jetzt sofort reintun. Wie gesagt, wenn ich eine größere Zitrone hätte, dann hätte ich den Saft nur von der Hälfte reingetan. Aber bei dieser etwas kleineren Zitrone werde ich komplette Zitrone reintun. Und dann den Koriander rein. Wenn du Koriander nicht magst, wie gesagt, dann lass es einfach weg. Aber mir gefällt es ganz gut. Bisschen umrühren. Nur noch ein paar Minuten einfach leicht köcheln lassen. Und dann haben wir's. Und das sieht gut aus, meine Freunde. So, fertig. Lecker. Man kann den Dal als Hauptgericht essen, vielleicht mit ein bisschen Reis oder Brot dazu oder als Beilage zu ein paar weitere indische Currys. Ich habe jetzt Hunger, werde ich jetzt schon essen. Es ist etwas auch, wo ich finde, wenn man noch ein paar Stunden länger wartet oder auch am Tag danach, schmeckt absolut lecker, weil es die Gewürze ein bisschen Zeit gibt, sich zu entfalten. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich wünsche euch guten Appetit und ich hoffe, dass ich bald wieder Zeit haben werde, ein paar weitere Videos aus der Kitchen zu machen. Bis zum nächsten Mal in Marcel's Kitchen.